Ja moin, einmal hier ganz kurz schnell ein Beispiel, wo PowerShell mal wieder so Stärken ausspielt im Vergleich zur klassischen Eingabeaufforderung. Also, ich habe hier eine IP-Adresse bei mir im lokalen Netzwerk und möchte die MAC-Adresse dafür rausfinden. Ist jetzt bei mir hier nur eine kleine Testumgebung, das heißt, die Ausgabe von ARP-A ist relativ überschaubar, aber trotzdem muss ich jetzt ja hier irgendwie selbst so richtig in die Liste reingucken und dann vergleichen, wo ist denn jetzt hier mein Eintrag für die 42231? Ja, so. Was ich da ein bisschen cooler finde, ist der PowerShell-Befehl getNetNeighbor, der an sich ohne Parameter im Grunde ähnliche Infos zurückgibt. Aber es werden auch Parameter unterstützt, wie zum Beispiel IP-Address, und dann kann ich da die IP-Adresse angeben, von der ich die MAC-Adresse wissen möchte, und dann kriege ich das so direkt zurückgeliefert, ohne dass ich da irgendwie einfach Plaintext die Rückgabe vom ARP-Befehl parsen muss. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja und? Also abfragen kann ich das Ganze ja auch mit ARP-A. Was bringt mir das jetzt hier mit PowerShell? Sehr gute Frage. Der Witz ist nämlich, wir können jetzt diese Rückgabe als Objekt weiter bearbeiten und nicht einfach nur als Text. Das heißt, ich kann das zum Beispiel hier in runde Klammern nehmen und schreibe dann da, ich möchte auf die Eigenschaft Link Layer Address zugreifen. Dann kriege ich nur die zurückgeliefert. Und jetzt könnte ich dann in einem PowerShell-Skript zum Beispiel sagen, ich möchte prüfen, ob diese MAC-Adresse anfängt mit 00155D. Und ich scrolle einmal kurz raus. Achso, und hier im Text wollte ich noch ein kleines Sternchen als Platzhalter reinsetzen. Und jetzt kann ich dann auf das Muster meiner MAC-Adresse in einem Skript reagieren, wie zum Beispiel, dass erkannt wird, das scheint eine Hyper-V-VM zu sein, denn dieses Prefix hier, das wird durch Microsoft Hyper-V Virtual Machines verwendet. Und ansonsten vielleicht auch noch ganz nett, ich glaube, das unterstützt der klassische ARP-Befehl nämlich nicht. Der getNetNeighbor-Befehl, der unterstützt auch den Link Layer Address Parameter, also für die MAC-Adresse. Und das heißt, hier kann ich auch andersrum abfragen. Das heißt, ich kann mir für eine MAC-Adresse anzeigen, was für eine IP-Adresse habe ich denn jetzt hier im ARP-Cache. Grundsätzlich unterliegt das Ganze natürlich den weiteren normalen logischen Einschränkungen vom ARP-Befehl. Ihr könnt also nur MAC-Adressen im lokalen Netzwerk sehen, weil wenn es über die Routing-Grenzen hinausgeht, dann seht ihr halt keine MAC-Adressen. Ist klar, hoffe ich. Ach, und dieses Commandlet ist übrigens Teil vom NetTCP/IP PowerShell-Modul, was unter Windows mitgeliefert wird. Aber leider gibt es das unter Linux oder macOS nicht. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber ist halt so. Aber das Modul enthält auch noch weitere nützliche Commandlets, also um mit Netzwerksachen zu interagieren. Schaut euch das mal an, falls euch das interessiert. Im Grunde, das war schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und weitere PowerShell-Tipps und Beispiele verlinke ich hier in der Playlist. Danke fürs Reinschauen. Haut rein.